Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bulli Love Stories. Heute sind wir bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer, ein ganz besonderer Ort, denn hier wird die Bulli-Liebe gepflegt. Hi Tobi. Hi Christian. Danke, dass ich hier sein darf, so kurzfristig. Ich bin jetzt schon überwältigt. Fangen wir vorne an. Zeigst du mir eure Sammlung hier vorne? Ja, gerne. T3 erinnert mich immer an mein erstes Auto. Und wenn man da jetzt reinguckt, der riecht noch wie neu, so wie ein VW in den 90ern gerochen hat. Was ist das Besondere an diesem Auto? Die Besonderheit ist, dass die Nachfrage gerade zum Auslauf der T3-Generation so hoch war, dass man noch mal ein eigenes kleines Sondermodell auf den Markt geworfen hat und heute gesuchte Exemplare. Was ein Teil! Der wahrscheinlich geländegängigste T1. Gibt es davon viele? Nein, es ist ein bisschen Mythos und Legende. Es gibt mindestens einen, den siehst du hier. Vielleicht noch irgendwo einen zweiten. Vielleicht hat es ihn mal gegeben oder vielleicht war es auch immer nur derselbe. 4 Achsen? Wie ist das mit dem Antrieb hier? Angetrieben ist die hinterste Achse von den 4 Achsen. Die zweite Hinterachse läuft mit und die beiden Vorderachsen sind lenkbar. Umgebaut wurde das Auto Ende der 60er, Anfang der 70er in Österreich für den hochalpinen Einsatz. Und ja, wir haben ihn komplett neu aufgebaut und zeigen, dass man ihn auch in Niedersachsen einsetzen kann. Ihr habt den aber nicht so gekauft, wie er hier ist? Nee, es waren 3, 4 Gitterboxen, wo Teile drin waren, eine Karosserie, die schon vorbehandelt war. Es war relativ viel dran zu machen und alles, was du innen drin an Innenausbau siehst, ist unsere eigene Interpretation. So hätte es damals aussehen können, so hätte es damals aussehen müssen. Playmobil, Lego, hier sieht es ein bisschen aus wie ein Kinderzimmer. Das ist das Kinderzimmer für die Großen und das Kinderzimmer für die ganz Großen ist dann hinten in der Werkstatt. Sag mal, habt ihr alle Ersatzteile, die man braucht hier? Ja, schön wär's. Also hier ist nur unser Kleinteilelager und da haben wir so die gängigen Verschleißteile. Aber alles Genauere kann dir, glaube ich, Marius erklären. Okay. Hi, Christian, Hi, moin. Marius. Ja, du hast schon angekündigt. Ihr seid ja richtig Hochdruck VW-Bus-Festival. Genau. Jetzt wollte ich mal gucken, wie weit seid ihr? Was habt ihr jetzt schon da? Was wir kann man sind schon ganz gut angucken? dabei, würde ich sagen. Ich würde dir mal so einen kleinen Einblick geben wollen. Gehen wir mal los, ja? Was hat es mit diesem Auto auf sich? Ja, wie man farblich auch schon sieht, haben wir probiert, hier das Neue mit dem Alten zu vereinen im Prinzip. Und somit finden wir hier drin einen kompletten Elektroantrieb, gemischt aus ID und VW Up. Ist sicherlich Geschmackssache, aber macht auf jeden Fall extrem Bock zu fahren. Aber so für so einen Hardliner, Aircooled-Menschen, da muss natürlich ein Motor sein. Motoren macht ihr hier auch, oder? Motoren machen wir auch. Vorrangig luftgekühlt. Ja, hier siehst du jetzt im Prinzip schon einen relativ späten luftgekühlten Boxermotor, also der dann erst im späten T2 kam oder im T3 noch. Das ist jetzt hier so eine Mischung aus neu und alt. Es gibt auch Fahrzeuge, wo wir auf die Patina sehr viel Wert legen. Zustandsmäßig sind die Motoren alle ähnlich schlecht, muss man dazu sagen. Also da wird jede Kohlwelle, sag ich mal, geschliffen, gewuchtet und so weiter. Ja. Grundsätzlich ist aber eigentlich der Anspruch, dass das hinterher so aussieht, wie du es hier siehst. Der Motor ist technisch eigentlich komplett neu. Das Ding sieht aus wie Fabrik neu. Genau. Ganz schön kleiner Motor hinter so einer großen Barndorklappe. Ja, völlig richtig erkannt. Also das ist tatsächlich eigentlich mit die kleinste Ausbaustufe, die es jemals gab. Eine der frühesten. In dem Fall hier ein 1950er T1. Unser ältester zugelassener tatsächlich. Und sagenhafte 24,5 PS. Das war 0,5 mehr als der Käfer hatte, also Rakete. Wie kontrolliert man so ein Biest an Leistung? Lass uns mal nach vorne gehen und mal ins Cockpit gucken. Willkommen in der Kommandozentrale, ja? Das ist wie in einem Sportwagen, würde ich sagen. Es gibt einen Anlassknopf. Es ist tatsächlich sehr aufgeräumt, genau. Wie du richtig sagst, links dort ist der Startknopf. Dann haben wir ein bisschen Zündung, bisschen Licht. Oben steuern wir die Winker. Ne? Geblinkt haben wir damals noch nicht. Und dann, wie die heutigen Hebel im Prinzip immer noch, Handbremse, Gaskupplung. Einen Choke haben wir und ein bisschen ganz, ganz schwach eine Heizvariante. Das war's. Irre. Ihr restauriert ja auch Fahrzeuge. Ich Ja. weiß, als ich das letzte Mal da war, hattet ihr einen, der sah vom Lack her nicht mehr gut aus. Da habt ihr gesagt, der wird demnächst entlackt, der kommt in so ein Tauchbad. Ist Genau. der schon wieder da? Der ist schon wieder da, können wir uns gerne angucken. Da ist das gute Stück. Also beim letzten Mal sah er noch gar nicht so schlimm aus.
Ich hätte nicht gedacht, dass das unter dem Lack so aussieht. Das sieht ja schon heftig aus. Das ist jetzt quasi die nackte Wahrheit, genau. Wie geht's denn jetzt weiter? Also jetzt sieht man wirklich, wie du sagst, die Wahrheit, was ist wirklich noch dran zu machen? Das ist jetzt quasi unsere Ausgangsbasis. Das Auto ist jetzt chemisch entlackt, somit frei von Spachtel und Dichtmasse. Und ja, jetzt wird im Prinzip Bestandsaufnahme gemacht, was ersetzt werden muss, was instand gesetzt werden kann. Das heißt, du gehst jetzt wirklich mit Bohrmaschine, Schleifmaschine, fein säuberlich jedes Teil einzeln raus. Und dann wird wirklich wie ein Puzzle hinterher dann in umgekehrter Reihenfolge quasi wieder zusammengesetzt. Dafür muss man wahrscheinlich auch Geduld haben, oder? Das ist nichts, was man in einer Woche hinkriegt, so ein Auto. Das ist tatsächlich eher ein Projekt fürs nächste halbe, dreiviertel Jahr. Also hier stehen sicherlich irgendwas zwischen 600 und 800 Arbeitsstunden. Nur für den Rohbau? Nur für den Karosseriebau, genau. Ich kann verstehen, dass Ewan McGregor mal gesagt hat, hier würde er gerne arbeiten. Ihr habt ja die ganze Geschichte des Bullis hier stehen, das ist ja Wahnsinn. Also die ganze vielleicht nicht, aber wir bemühen uns. Wir haben unsere Sammlung aufgebaut über die Jahre, haben hier eigentlich den Beginn des Nutzfahrzeuges, dem legendären Plattenwagen, quasi aus dem Baujahr 46 haben wir neu rekonstruiert, über die weiteren VW-Bus-Generationen, die hier ja aufgereiht stehen. Und die sehen wir alle auf dem VW-Bus-Treffen? Ja, mit Sicherheit die hier alle, und wir haben noch ein weiteres Außenlager, da wird auch noch das eine oder andere Fahrzeug hervorgeholt. Können wir irgendein Auto auch mal Probe fahren? Normal ist ja so, dass ich sage, komm, möchtest du mal meinen ID.Buzz fahren? Ich weiß, du bist schon ID.Buzz gefahren, deswegen ist das langweilig für dich. Darf ich mal irgendein Auto von euch heute fahren? Ja, ich könnte dir natürlich irgendeinen wunderschönen T1 geben, oder ich weiß, du liebst den T3, aber ich glaube, ich habe was ganz Besonderes für dich vorbereitet. So Christian, hier haben wir den Beginn der Elektromobilität von Volkswagen. 1972 wurde der erste Elektrotransporter gebaut, in Hannover vorgestellt. Und ich bin der Meinung, du als bekennender Elektrofahrer, das ist dein Auto. Na, wie war's? Du lächelst. Klasse, hat Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht. War so ein bisschen wie Straßenbahnfahren oder Autoscooter früher. Nicht zu vergleichen mit den neuen Autos, aber hat irre Spaß gemacht. Aber bei der Fahrt hier rüber ist mir erstmal aufgefallen, wie groß dieses Gelände hier einfach ist. Das alles wird VW-Bus Festival? Das hier ist das eigentliche Festivalgelände. Dann haben wir natürlich noch die ganzen Campingplätze, aber tagsüber und das Abendprogramm findet auf diesem Festivalbereich statt. Und wo finden wir euch? Ihr findet uns dort unterm Holzdach bei der 32. Sehr cool. Ich freue mich drauf, mit euch zu sprechen, was ihr mitbringt, anzugucken und sicherlich alle anderen, die hier zum Festival hinkommen, auch. Das war sie, die Bulli Love Story über Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. Seid ihr auch mit dabei beim Bulli-Treffen? Dann freue ich mich drauf, euch zu sehen, und anschließend gibt es die nächste Bulli Love Story.